Neue Woche, neue wunderschöne Orte. Wir sind immer noch in Albanien. Jetzt irgendwo in den Bergen und ich glaube, das Dorf heisst sogar Gender. Ist noch lustig. Kleiner Einschub während dem Schneiden hier. Gender heisst Zentrum und somit sind wir nicht in Gender gewesen, sondern es heisst einfach Zentrum auf Albanisch. Und jetzt entdecken wir hier gerade ein bisschen, was es hier alles rundherum gibt. Wir haben hier schon einen wunderschönen See gefunden. Und das ist genau ein bisschen das, was ich letzte Woche habe probiert zu sagen. Es ist an der Zeit, wieder mehr rauszugehen, wieder neue Sachen entdecken. Und wir sind zwar die ganze Zeit in der Natur, aber die Natur wirklich auch wahrnehmen. Überall in Albanien, egal wo du hingehst, irgendein Hund begleitet dich. So, kaum sind wir wieder weg von der Zivilisation. Irgendwo im Nirgendwo fühle ich mich gerade viel besser. Wieder so typisch have less. Das einfache Leben gefällt mir einfach besser. Ich glaube, da hinten hat es ein Wildschwein. Irgendein Tier ist da und der Hund ist. Everything's fine. Wouldn't expect any more from this. The situation's in line with every story that I heard of the burning bliss, and I wait, trying to appreciate, and I wait, trying to evaluate. So, wir sind von unserem kleinen Spaziergang zurück, rund um den kleinen, wunderschönen See. Und jetzt zeige ich euch noch schnell den kleinen Campingplatz hier. Wobei es ist nicht ein Campingplatz, es ist eigentlich ein Restaurant, wo wir drauf stehen dürfen. Heute war so ein richtig perfekter Tag. Ich habe Sport gemacht. Ah, genau, das habe ich vermisst. Klingt jetzt ein bisschen blöd, aber da hat es einen Weg, da hat es einen Weg und von da hinten bin ich gekommen. Und jetzt entscheiden, in welche Richtung soll ich gehen. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Irgendwo in Albanien, mitten im Wald, ganz allein. Vielleicht hat es hier Bären, Wildschwein hat es sicher. Und du weisst nie, was um die nächste Ecke kommt. Oh, ich habe das Rennen einfach so vermisst. Es ist crazy, dass ich genau etwa vor einem Jahr bin ich einen Halbmarathon gerannt in 1 Stunde und 30 Minuten. Jetzt brauche ich allein für 10 Kilometer fast so lang. Seht, wie schnell, dass man eigentlich alles, was man antrainiert hat, wieder verlieren kann. Und wie wichtig dass es ist, dass man eigentlich immer dran bleibt. Ich glaube, nach dem Halbmarathon hat so langsam die Abwärtsspirale angefangen, weil ich das Ziel erreicht habe und kein neues gesetzt. Es war sicher gut gewesen, jetzt einmal für ein halbes Jahr einfach nichts machen. Aber jetzt habe ich wirklich einfach gemerkt, jetzt ist fertig. Jetzt muss ich wieder etwas ändern, jetzt muss ich wieder etwas machen. Ich weiss noch nicht, was das Ziel ist. Aber ich fange jetzt einfach mal an, den ersten Schritt zu machen. Und ich weiss, Sport ist für mich sehr wichtig. Einfach mal den ersten Schritt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ich habe es jetzt sicher etwa 2-3 Wochen rausgeschoben, den ersten Schritt zu machen. Vorgestern
Hat Nicole dann richtig den Kick in den Arsch gegeben und hat gesagt, so, jetzt musst du etwas ändern. Und manchmal braucht es, glaube ich, den Kick auch von außen. Und für das bin ich auch extrem dankbar. Und auch dankbar hat sie mir in den letzten Wochen den Rücken frei gehalten und eigentlich alles erledigt, damit ich einfach mal nichts machen konnte. Ja, das war der Sonntag und morgen geht es weiter. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Guten Morgen zusammen. Diese Nacht hat es zum ersten Mal seit langer Zeit geregnet. Aber ist auch gut, der Van ist jetzt wieder sauber. Tagesplan heute. Jetzt etwa 2 Stunden weiterfahren an den nächsten Platz und dann wird so ziemlich den ganzen Tag gearbeitet. Freust du dich? Wir haben uns online schon informiert und haben gelesen, dass der Weg nach Gorcha sehr abenteuerlich sein kann. Gute Strassen, aber auch eher weniger gute Strassen. Und so war es dann auch. Aber wir sind belohnt worden mit Aussichten, die ich so noch nie gesehen habe. Und es hat mehr Geissli und Schöfli unterwegs als andere Autos. Als wir dann in Gorcha angekommen sind, haben wir schon gedacht, oh je, wie sieht es denn da aus? Aber ihr werdet später sehen, die Stadt hat einiges zu bieten. Und wir haben zum ersten Mal 10 Grad. So kalt haben wir noch nie gehabt in den letzten 239 Tagen. Und Feier des Tages gibt es jetzt eine Suppe. Gourmet-Mittag. Wie angekündigt, haben wir dann arbeiten. Und wie so eine Arbeitspause aussieht, zeige ich euch jetzt. Und zwar abwaschen. Aber das Highlight war, es hat heißes Wasser gegeben. Das sind so die kleinen Highlights beim Vanlife. So, und das ist, wie man unterwegs abwaschen. Und jetzt gibt es Kaffee. Punkt 5 und wir machen 4 oben und jetzt gehen wir ab in die Altstadt von Gorcha. Gorcha. Und ihr seht, das erste Mal eine Kappe an seit langem. Aber es hat, was hat es, 15 Grad? Nein, 12. 12 Grad. Fleischt mich gerade ziemlich durch die Stadt. Wir haben heute sogar noch etwas zu feiern. 3 Jahre I Need Content. Und schön ist, die Firma gibt es immer noch. Und es funktioniert immer noch. Und wer hat es gedacht? 3 Jahre. Es ist Dienstag. Heute hat es den ganzen Tag geregnet. Somit haben wir den ganzen Tag gearbeitet. Und ich muss aber sagen, trotzdem war der Tag eigentlich ganz okay gewesen, weil ich so viel erledigen konnte, was ich ewig vor mir hergeschoben habe. Und habe
einfach mal alle To-Dos abgearbeitet. Aber trotzdem habe ich mir kurz eine Pause rausgenommen und bin 5 Kilometer rennen. Und ich glaube, das ist auch wirklich wichtig, dass man nicht nur arbeitet, sondern auch einen Ausgleich hat. Und es hat richtig gut da schnell ein bisschen in den Park rennen. Erste Lauf der Woche. Heute Morgen schon 5 Stunden gearbeitet. Und es regnet gerade ziemlich. Aber egal. Ich habe gesagt, ich laufe wieder. Also egal, wenn es regnet. Nachher unter der Dusche bin ich sowieso nass. Aber ziemlich schöner Park hier zum Laufen. Hat überall da so Wege. Recht nice. Jetzt haben wir 8 Uhr am Abend. Somit haben wir etwa 12 Stunden einfach gearbeitet. Und früher, vor einer Woche hätte ich noch gesagt, das hat mich jetzt richtig angeschissen, dass ich den ganzen Tag einfach noch gearbeitet habe. Aber eigentlich ist es ganz okay, den ganzen Tag gearbeitet zu haben. Und am Ende des Tages bin ich eigentlich stolz, das alles erledigt zu haben. Und auch noch am YouTube-Video weitergeschnitten. Und das hat mir richtig Spass gemacht. Einfach hinsitzen und kreativ sein. Und das habe ich extrem vermisst. Jetzt, Nicole ist hier am Kochen nebenan. Jetzt gibt es noch etwas zur Nacht und nachher gibt es ein bisschen Netflix and Chill. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn es wieder heisst. Neuen Stellplatz suchen und mal schauen, was uns erwartet. Bis morgen, ciao zusammen. So, ich habe im letzten Video gesagt, dass ich ein bisschen mehr Transparenz zeigen will. Und ich glaube, das Einfachste ist, indem ich wirklich anfange, so ein Tagebuch machen in Videoform. Und heute haben wir Mittwoch. Ich muss jetzt noch schnell einkaufen. Aber eigentlich sollte ich arbeiten. Aber so ist es halt. Ganz kurz einkaufen, damit wir nachher weiterfahren an den nächsten Platz. Fahren tun wir schön so um 11:30, damit wir am 1 wieder am nächsten Platz sind, damit wir weiterarbeiten können. Also die Mittagspause ist oft weiterfahren. So seit Bosnien und auch Montenegro wie auch Albanien ist es plötzlich ziemlich schwierig, gutes Gemüse zu finden. Was heisst gutes Gemüse? Es gibt halt hier einfach direkt das, was einfach gerade Saison ist, was wir uns als Schweizer halt überhaupt nicht gewöhnt sind. Du gehst in den Supermarkt und findest einfach alles. Und sobald wir einen Laden finden, wo es viel Gemüse gibt, müssen wir natürlich direkt zuschlagen. Nächstes Problem, wir haben kein Geld mehr, also kein Bargeld mehr. Und in Albanien ist es nochmal so, dass überall eigentlich mit Bargeld musst zahlen. Also kann ich jetzt schnell mit dem Velo an den nächsten Bankautomat, weil der ist 2 Kilometer entfernt. Und wie gesagt, ich sollte eigentlich arbeiten. Und schon ist wieder 1 Stunde weg vom Arbeiten. Gerade noch geschafft, weil jetzt habe ich gerade ein Meeting und jetzt wird aber noch schnell der Campingplatz gezahlt, damit wir nach dem Meeting direkt losfahren können. Tipp Nummer 1, wenn man mit dem Van unterwegs ist: immer ein Velo dabei haben. Es ist so praktisch, weil mit dem Van selten in die Stadt reinkommst und mit dem Velo kommst du überall hin. Schnell und ohne Verkehr. Und nachhaltig. Das ist ja wichtig, gell? So, jetzt aber ab ins Meeting und das ist noch spannend. Spannend, keine Ahnung. Aber es geht um Steuern und auch das ist unterwegs wichtig. Dass man irgendjemand in der Schweiz hat, der sich um so Zeug kümmert, dass man das bedenkt und vorher organisiert und auch jemandem vielleicht Vollmacht gibt, um eine Unterschrift zu setzen für irgendwelche Dokumente, wo es eine Unterschrift braucht. I might regret all the words in this text, but I choose to forget them with wine and cigarettes. The only one who really cares is my narcissistic character. Wir sind noch etwa 40 Minuten gefahren und haben einen schönen Platz gefunden am See. Und es ist wieder mal speziell. Es ist langsam so, man fährt hin, vorderste Reihe, ganz allein am See und man denkt so, okay.
Wir sind davon einfach so verwöhnt. Und weil ich mich dann wieder mal ein bisschen unzufrieden gefühlt habe, habe ich gedacht, ich gehe eine Runde rennen, weil das immer gut tut. Und was dann passiert ist, hätte ich nie gedacht. Ich wollte eigentlich einfach meine Laufstrecke filmen, bin dort das Wägli durchab. Und plötzlich auf der linken Seite sehe ich 4 kleine Welpen ganz allein. Im Strassengraben, direkt neben der Straße, ohne Mami. Und dann war klar. Da habe ich die kleinen Hündchen gesehen und renne ziemlich schnell zurück, weil die kann man nicht einfach dort lassen. Die sind ziemlich frisch geboren. So, ein kleines Update. Wir sind jetzt mit unseren Velos zurückgefahren und haben noch ein bisschen Wasser gegeben. Essen tun sie wahrscheinlich noch nicht. Jetzt packen wir sie ein und bringen sie zum Tierarzt. Und dann schauen wir, dass wir noch ein Tierheim finden.